Hallo meine Freunde, heute schrauben wir mal nicht am Auto. Heute geht es um unsere Drehbank. Und zwar ist es eine Rotwerk EDM 300 DS. Ein in Baumärkten sehr verbreitetes Modell. Und zwar hat die Drehbank folgendes Problem. Klack, 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 klack. Das Problem ist, dass der Antriebsriemen sich bereits beginnt zu zerlegen. Das habe ich der Maschine schon entnommen. Das heißt, wir wechseln heute den Riemen. Wie immer bei allen elektrischen Geräten, Stecker raus. Dann kann uns nicht so viel passieren. Wir beginnen mal, indem wir die Abdeckung des Nordenkastens demontieren. Die hat hier oben zwei Imbusschrauben, aber das kennt ihr ja, wenn ihr die Zahnräder wechselt. Hier habe ich schon mal was gebastelt, weil die originale Zugentlastung kaputt war. Also das ist Eigenbau hier. Müssen wir aber genauso entfernen wie die originale Zugentlastung. Dann hat die Riemenabdeckung hier oben zwei Kreuzschlitzschrauben. Eine und die zweite. Damit wir ein bisschen mehr Platz auch für die Kamera haben, machen wir noch die Rückwand raus. Und hier hinten haben wir noch eine vergessen. Also hat sie doch 4 Schrauben. Danach kann man die Verkleidung abnehmen. Hier sieht man auch nochmal das Problem. Der Riemen zerlegt sich gerade. Was noch viel schlimmer ist, dadurch, dass er sich angefangen hat zu zerlegen, hat er hier schon das Kabel abgeschliffen. Das heißt, wir müssen heute auch noch das Kabel wechseln. Eigentlich ist das Kabel sowieso ein bisschen falsch geführt. Das hätte hier hinten durchgesollt. Hier unten könnten wir den Riemen ja wechseln, indem wir den Motor lose machen. Problem ist aber, der läuft ja hier oben hinter die Zahnräder. Das heißt, da müssen wir erstmal alles abmontieren. Ich nehme mal die großen Zahnräder ab, genauso wie wenn er die Steigung beim Gewindeschneiden ändert. Dann nehmen wir diese Brücke hier ab. Wir demontieren die Platte. Die hat hier oben eine Schraube und hier unten eine Schraube. Und wir sind am Riemen. Richtig schön dreckig ist es auch noch. Zum einen das, was wir zuletzt gedreht haben, beziehungsweise das sieht mehr nach Drechselarbeit aus. Und natürlich der Abrieb vom Riemen. Also putzen wir erstmal. Der Motor sitzt hier auf einer Achse, mit der man die Richtung einstellen kann, und auf der Achse dreht der Motor. Dann hat er hier die Spannung für den Riemen. Die sind jeweils mit Kontermuttern eingeschraubte Schrauben. Die Kontermutter machen wir ein bisschen auf, stellen sie zurück und das gleiche mit der unteren Kontermutter. Reinzus drehen. Seht ihr, jetzt bekommen wir allmählich Spiel an der Sache. Das reicht schon, jetzt können wir den Riemen gemütlich abnehmen. Bevor wir jetzt den Riemen und das Antriebsrad wechseln, machen wir zuerst mal das Kabel. So, die Elektrik sitzt hier unter der Verkleidung. Also machen wir mal hier auf und unten gibt es 2 weitere Schrauben. So, dann fällt die ganze Elektronik und die ganze Schaltereinheit hier ab. Das Netzkabel kommt hier durch die Führung, da kommt es dann von hinten. Dann geht es einmal hier auf die Gehäusemasse, das ist natürlich ganz wichtig. Und dann gehen die Anschlüsse blau hier auf den Schalter und braun auf den unteren Teil des Schalters. So, ich mache mal die Masse hier weg. Die Stecker muss man hier abziehen. Und hier. So, das war schon das ganze Kabel. So, jetzt kann man das Kabel da durchziehen und gut ist. Hier hat das Kabel mehrfach geschliffen. Ich habe in meinem Fundus ein neues Kabel gefunden. Die Dicke ist ausreichend, weil die Maschine hat ja weniger als 1 Kilowatt. Erst kommt mal unsere Zugentlastung, Maike Eigenbau. Dann geht es hier durch den Gehäusedeckel. Zum Durchfädeln
binden wir die ein bisschen zusammen, dass sie nicht überall stupfen. Loch treffen, aha, und das Kabel ist durch. Das neue Kabel braucht natürlich die gleichen Anschlüsse wie das alte Kabel. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein Stück abisolieren. Jetzt kommt die Sache so ungefähr hin. Wir brauchen überall die passenden Anschlüsse, also hier ist so ein Ring und hier 2 weibliche AMP-Stecker. Ehrlich zugeben. So. Und auch ein passendes Ringchen haben wir gefunden. Hier müssen wir doch die Reste der alten Anschlüsse entfernen. Und jetzt müssen wir ein Stückchen abisolieren. Mal kalt verpresst. Ich höre jetzt schon wieder den Aufschrei wegen der Löderei. Aber glaubt mir, ich habe es erst gegrimmt und dann gelötet. Dann geht es. So, das Lötzinn gut verlaufen ist, passt. Wenn es kalt ist, noch die Zugentlastung verdrücken. So, das hält ewig. Länge und abisolieren. Dann schauen, dass alle Adern dabei sind. Wieder auch bei den AMP-Steckern die gleiche Prozedur. Wir verdrücken erstmal den Stecker. Wenn die Stecker mal kalt sind, kann man die Zugentlastung verpressen. Bevor wir jetzt verkabeln, messen wir erstmal das Kabel durch. Und 0 Ohm, das passt. Die andere Leitung. 0 passt. Jetzt müssen wir auch die Schutzerde noch prüfen. Hier auf den Schutzkontakt und hier auf den Schutzkontakt. Und wir haben 0. Prüfen wir das Kabel noch auf den Kurzschluss. Da ist nichts. Und da ist auch nichts. Zuerst schließen wir die Masse wieder an. So, den Kondom macht ihr erstmal auf den Stecker drauf. Jetzt beides zusammen ansetzen. Und so dann rutschen die beide zusammen rein. Habt ihr gesehen? Passt. So, der obere Kondom ist leider schon ein bisschen verdrückt. Da hat es mal jemand ein bisschen anders probiert. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Ja. Ein bisschen zerquetscht ist er, aber das geht noch. Jetzt sind wir auf der Elektrikseite fertig. Jetzt können wir das Kabel da so ein bisschen durchziehen. Und den Kasten wieder aufsetzen. So, hier oben ist eine Schraube. Andere Schraube. Und oben ziehen wir auch noch an. Bevor wir den neuen Riemen installieren, schauen wir uns mal das Rad an. Und ihr seht, es war eine gute Idee, gleich ein neues Rad zu kaufen. War das Rad sogar der Verursacher des Problems. Das Rad ist auf der Welle mit einem Sägering befestigt. Da braucht ihr so eine Sägeringzange und dann kann man den Ring abnehmen. Mit ein bisschen zarter Gewalt bekommt er das Rad auch ohne Abzieher runter. Wir merken uns, dass die 2 Schrauben auf der Außenseite waren. Bevor wir das neue Rad auf die Achse setzen, machen wir einen Hauch Fett drauf. Nicht zu viel, soll ja nachher nicht der Riemen im Fett laufen. Wenn ihr das Rad aufsetzt, Vorsicht, das hat hier eine Nut und hier ist der entsprechende Keil für die Nut. Das muss also genau passen. So ein dezenter Hammerschlag kann da nicht schaden. Jetzt auch übers Hohles. Und wir sitzen an, die Nut ist frei. So, den Ring setzt ihr mit der Sägeringzange an und kontrolliert, dass er auch richtig in der Nut sitzt. Den neuen Riemen legen wir unten drüber, dann den Motor kurz hochgelupft und oben sind wir drauf. Ja, das war's schon. Unser neues Problem ist nun, dass wir hier nicht mehr ganz mittig sind. Ihr seht, der Riemen steht eher hier an. Das heißt, wir müssen mit dem Motor ein bisschen nach rechts.
Die seitliche Verstellung des Motors geschieht über diese Achse, also hier ist eine Schraube und die zweite Schraube befindet sich hier unten im Bett. Könnt ihr die Schraube mit dem Imbus hier rüber kurbeln. Seht ihr? So und so stellt sie sich. Gucken wir uns nochmal an. Meiner Ansicht nach, so ungefähr können wir hin. Beim Anziehen müsst ihr die Stellung jetzt mit dem Imbusschlüssel in der Achse halten. Wenn die eine Seite mal fest ist, wird nicht mehr viel passieren. Müsst ihr hier auf der Seite wieder zugeben. So, dann wieder festhalten. Und auch die zweite Seite anziehen. So, die Spannung des Riemens erfolgt nun allein durch die Gewichtskraft des Motors. Hier unten muss absolut frei sein, dann lässt man den Motor fallen und jetzt wird die obere Stellschraube an den Motor angestellt. Jetzt sind wir ganz kurz davor, also noch ein Tick und jetzt sitzt er fest. Jetzt halten wir die Schraube fest und die Kontermutter wird bis zum Anschlag eingedreht, damit sie sitzt. Damit es nachher nicht scheppert, wird die untere Stellschraube nun an den Motor gedreht. Jetzt dürfen Sie auch Nicht-Elektriker wieder in den Betrieb nehmen. Jetzt kommt der ganze Zahnradkasten hier wieder drauf. Das ist jetzt die Umschaltung für die Leitspindel. Jetzt bin ich im Freilauf, keines der beiden Zahnräder ist im Eingriff. So, in die eine Richtung geht es jetzt hier und in die andere Richtung geht es mit der Umlenkrolle und dann läuft die ganze Maschine, die Leitspindel wieder rückwärts. Wenn ich mir so richtig überlege, hätte das Teil auch dranbleiben können, das hätten wir zusammen mit der ganzen Platte rausnehmen können. Also, auch gut. Jetzt montieren wir wieder die Zahnräder für den Normalbetrieb, also die zwei großen. Das mit dem aufgesetzten kleinen Zahnrad kommt hier. Einsetzen und dann die Stellmutter da unten ziehen. Das zweite Zahnrad kommt hier. Natürlich wieder eine andere Schlüsselweite. So dreht sich das jetzt wieder halbwegs vernünftig. Und dann natürlich ein bisschen Fett auf die Geschichte. Ihr wisst ja, wer gut schmiert, der gut dreht. Links. Wie kommt denn das da drauf? Mal ein Loch suchen, Schräubchen rein. Suchen das zweite Loch. Das dritte. Die vierte Schraube sitzt hier innen. Zum Abschluss kommt noch der Kasten drauf. Praktisch, wenn man solche lange Schlüssel hat. Im Prinzip sind wir fertig. Jetzt kommt sie noch an ihren üblichen Platz und dann probieren wir sie mal aus. Einschalten, Drehrichtung und jetzt ein bisschen warten und sie läuft. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.